Ich greife richtig oft zu meinem Handy und will auf Twitter gehen oder auf Google News und so Nachrichten checken. Das ist doch nicht richtig wahnsinnig. So stelle ich mir jemanden vor, der aufhört zu rauchen. Wie fühlst du dich, wenn du so viele Nachrichten konsumiert hast? Komplett überfordert. Gestresst. Richtig gestresst, weil es auch manchmal einfach zu viel ist. Hi, ich bin Josef. Und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich eine Woche lang keine Nachrichten oder irgendwelche Formen von News konsumiere. Mein Tag startet, wie wahrscheinlich bei den meisten, erstmal mit dem Griff zum Smartphone. Dann checke ich, was auf Google News los ist und spätestens beim Zähneputzen läuft irgendeine News-Sendung mit einer Zusammenfassung der Ereignisse. Beim Frühstück höre ich dann meistens Nachrichten oder bin auf Twitter. Eher auf Twitter. Insgesamt konsumiere ich über den Tag fast 4 Stunden lang Nachrichten oder News in irgendeiner Form. Und mir ist aufgefallen, dass mich das auf Dauer tatsächlich ganz schön runterzieht, denn ja, ich habe jetzt mal genau geguckt und eigentlich bin ich immer schlecht drauf, wenn ich fertig bin mit meinem Nachrichtenkonsum. Also bin ich die Hälfte des Tages scheiße gelaunt. Mir geht's schlechter, immer schlechter, denn ich denke nur an Schlechtes. Und dann kam der Blackout. Alle Nachrichten-Apps gelöscht von meinem Smartphone, alle Nachrichtenzugänge blockiert. Könntest du auf Nachrichten verzichten? Nee. Nein, auf gar keinen Fall. Absolut. Total. Der erste Tag ohne Nachrichten war so ein bisschen wie Urlaub, weil wenn ich im Urlaub bin, dann schaue ich auch nicht in die Nachrichten. Ich griff dennoch relativ häufig zum Handy und merkte dann halt, dass meine Apps weg waren, mit denen ich normalerweise so meine Zeit totschlage. Also nutzte ich eine Alternative zur Zerstreuung, nur um festzustellen, dass mir da genauso viele Nachrichten über den Weg laufen. Und dann löschte ich am ersten Tag die beiden Apps auch noch vom Handy. Da ich als Selbstständiger immer relativ viel zu tun habe, war ich auch ganz froh, dass ich mich nicht so leicht ablenken ließ. Aber am zweiten Tag... Ja, heute fühle ich mich so ein bisschen wie auf Entzug, weil ich meine ganze Unterhaltungstechnik nicht so nutzen kann. Also Twitter, Instagram fehlt mir ein bisschen. Ich fühlte mich auf so eine ganz komische Art und Weise isoliert, obwohl es erst der zweite Tag war. Das Radio nicht anzuschalten und die Podcasts auszulassen, das war alles nicht so ein Problem. Aber die Apps auf dem Handy haben mir wirklich gefehlt. Worüber beziehst du deine Nachrichten? Twitter. Die meisten Sachen kriege ich tatsächlich über Twitter mit. Über Instagram am meisten. Ich habe da die Tagesschau 24 Seite abonniert. Eigentlich jeden Morgen Deutschlandfunk und natürlich immer über Twitter. Man kriegt einfach alles mit, auch Nachrichten, die man nicht braucht. Zum Beispiel, wenn irgendwer von der AfD irgendwas gesagt hat. Mitte der Woche hatte ich einen ziemlichen Durchhänger. Ich kam nicht gut voran auf der Arbeit, hatte ständig das Smartphone in der Hand, obwohl ich nichts wirklich damit machen konnte und hatte richtig Schwierigkeiten, Ideen zu entwickeln. Ich arbeite als Drehbuchautor und Regisseur und der Großteil meiner Arbeit besteht genau darin, Ideen entwickeln. Das fiel mir plötzlich ganz schön schwer und das Problem hatte ich vorher tatsächlich noch nie. Ich habe jetzt so einen richtigen gefühlten Entzugstag, weil ich wirklich merke, wie nervös ich werde, weil ich nicht auf Twitter sein kann, nicht meine Nachrichten checken kann. So stelle ich mir jemanden vor, der aufhört zu rauchen. Und dann war es mir auch einigermaßen klar. Vorher hatte ich halt extrem viel Input, diese tausenden Nachrichten jeden Tag, Tweets, Instagram-Bilder, YouTube-Videos. Das heißt, ich ließ gar keine Langeweile mehr in meinem Leben zu, was für mich als Kreativer aber wirklich wichtig ist. Und ich glaube, das ist für jeden Menschen ganz wichtig, ab und zu mal dieses Gefühl von Langeweile zu bekommen. Wer mein Bücherexperiment kennt, weiß, dass ich relativ viele Bücher lese, aber in letzter Zeit ist es ein bisschen eingebrochen. Und das hat vielleicht auch mit meinem hohen Nachrichtenkonsum zu tun, also griff ich wieder zum Buch. Dieser innere Drang, unbedingt schnelle Befriedigung durch irgendwelche Nachrichten, News oder Kleinigkeiten zu bekommen, der wurde langsam weniger. Und dann fragte ich mich mitten beim Staubsaugen, was macht mich eigentlich glücklich in meinem Alltag? Was macht dich glücklich im Alltag? Mein Hund macht mich sehr glücklich, weil der komplett fernab von all diesen Dingen ist. Musik
all das, womit man sich ablenkt von der Welt. Mit Freunden und Bekannten Zeit zu verbringen. Meine Freundin macht mich glücklich und ich versuche mir in letzter Zeit immer wieder mal mehr Musik anzuhören, die mich glücklich macht. Glücklich im Alltag machen mich Dinge, die mir Spaß machen. In meinem Fall ist es jetzt mein Beruf. Auch einfach mal nichts tun, das macht mich auch glücklich. Mal offline zu sein, ein Buch lesen und offline sein. Die Frage löste in mir tatsächlich einen kleinen Optimierungswahn aus. Ich wollte das noch sauberer machen und ich verbannte mein Smartphone komplett aus dem Schlafzimmer. Ich kaufte mir einen richtigen Wecker und nehme das Handy seitdem immer erst nach dem Frühstück in die Hand. Heute läuft es richtig gut, ich komme super gut voran. Natürlich schwenke ich immer noch so ein bisschen weg, ich bin jetzt nicht von einem auf den anderen Tag viel konzentrierter geworden, aber ich merke auch einen deutlichen Unterschied. Und am 5. Tag passierte es endlich. Ich entspannte. Ich bekam richtig gute Laune, ich hatte ein richtiges Hoch und wurde auch viel produktiver. Und die inspirierenden Bücher und das smartphonefreie Schlafzimmer halfen am Ende dann tatsächlich ganz gut dabei, die innere Unordnung ein bisschen zu regeln. Am Ende der Woche kam dann die Prüfung. Was habe ich wirklich verpasst in dieser Woche? Hallo Josef, ich bin heute da, um dir ein bisschen zu sagen, was die Woche über so passiert ist. Unter anderem hat Julia Klöckner einen kleinen Shitstorm geerntet. Dann hat die Welt und uns bewegt und auch weiterhin das Coronavirus. Verboten wurde Combat 18. Sigmar Gabriel geht zur Deutschen Bank in den Aufsichtsrat. Es wurde eine, ich glaube, afrikanische Klimaaktivistin aus einem Bild rausgeschnitten. Das war die Woche. Mir geht's übrigens ganz gut, Josef. Und dir so? Was glaubst du, würde passieren, wenn du auf Nachrichten verzichtest? Naja, dass wahrscheinlich sehr viele, sehr wichtige Dinge an mir vorbeigehen. Nachrichten sind ja auch dafür da, um aufzuklären. Wenn ich in meiner eigenen Welt lebe, dann verpasse ich wahrscheinlich ziemlich viel, was ziemlich wichtig ist. Bevor die Woche vorbei war, wollte ich aber noch wissen, warum habe ich mich so schlecht gefühlt? Waren das wirklich die Nachrichten? Und dafür habe ich Dr. Watson gefragt. Laut einer Studie checken 3 von 4 Leuten ihr Smartphone vor dem Schlafen und kurz nach dem Aufwachen. Die erste Anlaufstelle: Social Media. Und auch hier zeigen Studien, dass immer mehr Menschen ihre News über Facebook, Instagram oder Twitter bekommen. Das erste, was viele von uns also vor dem Schlafen und nach dem Aufwachen wahrnehmen, sind Nachrichten. Was genau passiert also, wenn du schlechte Nachrichten siehst? Sobald wir mit schlechten Nachrichten konfrontiert werden, geht unser Gehirn in den Kampf- oder Fluchtmodus. Wir reagieren also so, als ob gerade eine Raubkatze vor uns gesprungen wäre. Das ist für uns purer Stress. Unser Blutdruck steigt und der Puls geht nach oben. Wir reagieren sowohl körperlich als auch psychisch. Das ist erstmal nicht so schlimm, kann auf Dauer aber krank machen. Besonders junge Menschen haben oft das Gefühl, in einer Welt zu leben, in der alles immer schlechter wird. Klimakatastrophen, Kriege und Pandemien, all das nimmt Einfluss auf unsere Psyche. Zusätzlich sind schlechte Nachrichten ein guter Nährboden für unsere eigenen Sorgen. Kombiniert und auf Dauer kann das dann zu Depressionen und Angst führen. Ich habe in den letzten Nächten sehr viel besser geschlafen, aber ich freue mich auch schon ein bisschen darauf, wieder an Twitter teilzunehmen und die Nachrichten zu lesen. Aber ich werde den Konsum auf jeden Fall deutlich runterfahren. Es war schon jetzt die letzten Tage eigentlich ganz geil. Gibt es was im Bereich Nachrichten, was dir fehlt? Also wenn man sich das mal anguckt, du hast so diese ganzen Magazine, die natürlich davon leben, dass negative Nachrichten mehr im Kopf bleiben und eher geklickt werden. Und es wäre toll, wenn es eine Seite gäbe, wo nur gute Nachrichten laufen. Inzwischen ist mein Nachrichtenkonsum auf ungefähr 30 Minuten am Tag gesunken. Ich bin sehr gespannt, ob ich meine Konzentrationsfähigkeit, die durch das Lesen von Büchern so viel besser geworden ist, noch steigern kann. Vielleicht durch das exzessive Hören von guter Musik. Zum Beispiel die von Balbina. Ich kann euch nur empfehlen, ins neue Album Punkt reinzuhören, denn was sie mit Texten macht, ist unfassbar. Und wenn ihr in Berlin seid, solltet ihr definitiv auf eins ihrer Konzerte gehen, denn die gibt sie sehr, sehr selten und das hat einen Grund, denn die sind sehr, sehr besonders. Vielen Dank auch an Dr. Watson, der sich auf seinem Kanal ebenfalls mit dem Thema Nachrichten befasst hat. Und ich danke wie immer meinen Patreons und freue mich, wenn ihr auf Patreon mal vorbeischaut, denn nur so kann ich diese Videos hier finanzieren. Ich bin sehr gespannt, was als nächstes Experiment kommt. Ich weiß es noch nicht. Ich freue mich aber auf eure Vorschläge.